Wenn du mit einem neuen Auto auf der Landstraße 60 fährst, wird da jeder den Vogel deuten. Wenn du mit einem alten Auto 60 fährst, lacht jeder. Wenn man so einen Tick oder so eine Sammelleidenschaft oder so eine Leidenschaft nicht hat, dann finde ich das schade. This is Peter, and he loves old cars. As Peter and I met a couple of years ago, I was wondering, why is it that we sometimes have such an appreciation for old things? Why do people love retro? Let's find out. Ja, ich habe vor ein paar Jahren die Liebe zu alten Fahrzeugen entdeckt. Jetzt würde mich interessieren, was du für Baujahr bist. 61. 1961. 61. Dreh dich mal links und sag, aus welchem Baujahr das Auto hier ist. Das ist ein Baujahr 1963 und schaut nicht besser aus als ich. Das Autofahren ist ja immer ein Funke Freiheit und man fühlt sich halt freier. Man kann ein bisschen loslassen, wenn man da drinnen sitzt. Mein Vater war laut meiner Mutter, das habe ich damals als Kind ja nicht mitgekriegt, war Autonauer. Der hat was wie viele Autos besessen. Also ich habe das einerseits vielleicht sogar in den Genen von meinem Vater mitgekriegt, dass der auch permanent Autos gekauft hat. Und auf der anderen Seite habe ich das mitgekriegt von meinem Onkel, der das ein bisschen als Geschäftsmodell damals gesehen hat und sich was zuverdient hat mit dem. Ja. Hat sich das geändert? Also die Art von Autos, die dir damals imponiert haben im Vergleich zu jetzt? Ja, damals waren es schnelle und heute sind es alte. Mit 13, wie ich 13 war, hast du gedacht, schau das Auto. Bist hingegangen, hast reingeschaut, hast, der Tacho geht 200, das Auto geht 200, das ist super. Und da, heute bin ich gescheiter, heute weiß ich, dass das nicht stimmt. Heute sieht man das gelassener, heute muss ich nicht schnell sein, heute muss ich nicht laut sein, heute setze ich mich in das Auto und genieße einfach das Fahren. Ja, für mich ist das speziell das Offenfahren, deswegen sind ja alle Autos mit einem Fetzendach oder als Cabrio, die ich habe, weil das Offenfahren grundlegend als kleinen Urlaub sehe und ich mich mehr beim Fahren mit der Natur auseinandersetzen kann beim Cabrio als mit einem geschlossenen Fahrzeug, weil das Fahren ist ein bisschen so Ruhe, so Ausgeglichenheit, du gleitest dahin, da ist keine Hektik, kein Stress, die gehen nicht schnell. Ich muss nicht rasen, ich habe Zeit, deswegen mag ich es ja, weil man Zeit hat für das Hobby. Also das sind die Dinge, die mir bei den alten Autos gefallen, ja. Das Spannende ist ja, dass dein rotes Auto von heute, dein Fiat, dass der damals so ein bisschen wie ein Sportwagen war, oder? Laut Herstellervorgaben geht er 160. War das sicher für die Zeit damals ein rasend schnelles Auto, ja. Und 75 PS waren sicherlich sehr, sehr viel damals. Sogar in dem Prospekt steht drinnen, dass das Fahrzeug grandios in den Kurven ist und eine tolle Straßenlage hat. Und das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass das so propagiert wurde. Die Autos waren nicht besser, die sind heute sicher besser, aber sie sind ehrlicher, sie sind geradliniger und man ist gefahren. Aber trotzdem der Unterschied damals. Fokus jung auf schnell, heute Fokus alt auf alt. Was macht dann den Charme aus, in so ein altes Auto reinzusetzen? Weil es noch Arbeit ist. Und ich finde, weil es noch ehrlich ist. Und wenn ich den starte und der springt nicht an, dann ärgere ich mich gar nicht, weil es ist ein altes Auto. Ja, früher hast du gar keine Parkdistanzkontrolle gehabt. Ja, das war der wurscht. Du bist gefahren, bis die Stoßstangen an der anderen angekommen ist. Der Charme macht es einfach aus, dass es nicht, es ist nicht absehbar, was passiert. Ja. Er funktioniert oder er funktioniert nicht und man ist dem Auto nicht bei. Ja. Es ist das Licht schwach, es sind die Blinker schwächer, es ist der Radio geht nicht, aber das ist egal. Und beim Neichen erwartet man sich das alles. Ich finde es toll, dass die Autos wenig PS haben, nicht schnell sind, klar sind. Das finde ich gut. Jetzt sehen diese Leute im Nachhinein dein Video, sehen dich. Was würdest du gerne denen
zum Abschied sagen? Über dich, über das, was du machst, über das, wer du bist? Ja, lasst jeden den Vogel haben, den er haben möchte. In allen Belangen im Leben. Jeder soll so gestalten, tun und machen, wie er will. Und das sollte man auch nicht hinterfragen, sondern respektieren. Also, Tief unten, geht schon. Das heißt- Passt. Na gut, also geht schon. Frage 17. Gibt so für mich eine Checklist? Aber ich wusste es. Wenn du in den BMW einsteigst, das geht alles nicht. Jetzt geht das bitte 10 nicht und du ärgerst dich. Werden sie sicher manchmal denken, weißt du, dann knall ich nicht, jetzt kauft er sich noch ein Auto und das eine und das andere zum Papa. Aber im Endeffekt, glaube ich, hinterfrage ich auch nicht, was die tun. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir Handtaschen, zum Beispiel, Jetzt für einen Laien ganz kurz erklärt, wieso 4 alte Autos und kein neues dabei? ja, die neuen habe ich jetzt ja nicht erwähnt. Sicher, das machen wir mit Schmäh, geht schon. Jetzt sind wir lustig auf die alten Tage. Aber es waren jetzt keine 20 Minuten. Na, es waren nur 5. Das ist aber super. Ich muss jetzt kurz antworten. Ja, ich esse gern, ich trinke gern und alte Autos. Peter, sage ich danke fürs Gespräch. Ja, danke, gerne. Wow, jetzt ist mir kalt. Ja, mir auch. Das ist ein Wahnsinn, das Sitzen ist mühsam, gell? Puh, So, ist schon finster.